Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rise of Kingdoms, hier auf dem Kanal Frisbee Gaming, heute wieder mit mir, Primetime Willy. In der heutigen Folge wird es im Grundlegenden um das Event Auf der Jagd nach Geschichte gehen. Wir wollen zum einen für das Event Auf der Jagd nach Geschichte das pa Aktionspaket kaufen, das sehen wir hier. Umfassende Archäologie. Ich habe vor, gleich das 15, 20 und 50 Euro Bundle zu kaufen, um so viele Hacken wie möglich dann im Event ausgeben zu können. Ihr kennt wahrscheinlich alle die Funktionsweise dieses Events. Man versucht erstmal so viele freie Hacken wie möglich sich zu erspielen. Da war ich heute Vormittag schon recht fleißig. Mir fehlen nur noch 3 über die Ressourcensammlung. Aber das soll uns nicht daran hindern, anzufangen. Warum ist dieses Event so interessant? Das liegt zum einen an den Blaupausen für das Accessoire Uralte Kriegslist. Dieses gewährt, dass euer Marsch um 3% größer wird. Beispielsweise, da ich dieses Accessoire schon einmal habe, zeige ich euch den Unterschied. Und man kann hier schon sehen, ich kann 216.000 ins Open Field führen. Ohne dieses Item wären es nur 210.000. Diese 6.000 Truppen sind vor allem elementar wichtig, wenn ihr in der Osiris-Liga oder im Ark in der Mitte kämpft, weil jede Truppe mehr macht euren Marsch widerstandsfähiger und vor allen Dingen teilt ihr mehr Damage aus. Neben dem Buch Uralte Kriegslist sind auch noch, je nachdem wie weit ihr im Spiel seid, das Accessoire Narben des Windes könnte von interessant sein, denn es gewährt euren Infanteriemärschen 8% mehr Marschtempo. Hier gilt dasselbe wie für das Buch der Kriegslist. Mega interessant für den Ark of Osiris oder das KVK, wenn ihr eure relativ langsame Infanterie schneller über die Karte bewegen wollt. Warum ist dieses Event so interessant? Speziell für mich, der beim Equipment noch einige Lücken hat, was die Accessoires angeht, bietet uns dieses Event die Chance, zum einen die eben beschriebenen epischen Accessoires freizuschalten, aber auch die Chance auf eine hohe Anzahl an legendären Blaupausen. Auf der legendären Seite bin ich aktuell auf der Jagd nach dem legendären Bogen für die Archer. Den habe ich zwar schon einmal gebaut, aber ich habe ja 2 Open Field Märsche Archer, deswegen werde ich diesen Bogen nochmal bauen. Und da wir mit 27 Hämmern nicht weit kommen, werde ich jetzt einen kurzen Cut machen und wir sehen uns wieder, wenn ich die eben angesprochenen Bundles gekauft habe. Und da sind wir auch schon wieder zurück. 85 Euro ärmer, aber dafür haben wir eine Vielzahl Hacken reicher. So, bevor wir jetzt unser Glück probieren, kann ich euch nur die beiden Videos von Frisbee ans Herz legen, die bereits auf dem Kanal released wurden. Ich werde die euch jetzt verlinken und vor allen Dingen der Guide für die Free-to-Play-Spieler, der ist wirklich sehenswert. Er erklärt euch wesentlich besser als ich, wo ihr hier mehr Value rausholen könnt. Gut, wählen wir also unser Ziel aus, das Fragment Uralte Kriegslist, und fangen an zu graben. Ich bin, was das angeht, ein bisschen faul. Ich werde auf den Autoknopf drücken. Ja, 7 Hämmer, das ist schon mal erfolgreich gewesen. Gleich ab in Schicht 2. Wir bleiben auf dem Buch. Und los geht's. Jupp, das war eine Katastrophe. Aber gut, das gehört zum Spiel dazu. Es bleiben noch 107 Hämmer Rest. Eieiei. 15 für die dritte Schicht. Weiter geht's, gar nicht lang drüber nachdenken. Das war sehr gut.
Es hat wenig Hacken gebraucht. Hier wählen wir das letzte Mal nochmal das Buch aus. Okay, weiter geht's. Eine okaye Runde, sag ich mal. Ich hoffe, ich komme bis Schicht 10 Minimum, dass wir nochmal an die legendären Fragmente rankommen. So wird das wahrscheinlich sehr knapp werden. Ja. So. 9 Hämmer. Und mal schauen, ob uns das Glück hold ist. Wünscht mir Glück. Ja. Das hat nicht gereicht. Dann kommen wir quasi nicht drum rum, uns noch ein paar Hämmer zu kaufen. Jawohl. Gut, den einen Hammer behalte ich für die, wenn das Event das nächste Mal aufploppt, denn die verschwinden nicht, sondern bleiben in eurem Inventar. Ist uns das Glück hold und bekommen wir ein Special Talent. Wir kombinieren erstmal die neuen erhaltenen Teile und gehen auch gleich in den Baumodus, gehen zu Accessoires und drücken beide Daumen. Jawohl. Ja, den 1% Truppenkapazität, den nehme ich gerne mit. Das war auf jeden Fall ein sehr erfolgreiches Event. Trotz der vielen Hacken, die ich investieren musste, legen wir das Amulett von Delane noch bei Edward an. Und somit haben wir wieder ein kleines Puzzlestück dazu gewonnen, um im Open Field, in der Osiris-Liga oder im KVK, was vor der Haustür steht, eine bessere Figur zu machen. Oder schlagkräftiger zu sein. Das war's auch schon mit der heutigen Folge zum Event Auf der Jagd nach Geschichte. Wie gesagt, schaut euch die beiden verlinkten Videos von Frisbee an. Er erläutert viele Sachen wesentlich detaillierter. Und falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr uns gerne unterstützen, indem ihr ein Abo dalasst oder ein Like oder schreibt einen netten Kommentar in die Kommentarfunktion. Da freuen wir uns auch immer sehr drüber. Wenn es sonst noch Fragen zum Event gibt oder Anregungen, welche Themen sollen wir in Zukunft behandeln in unseren Videos, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.